Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Starrag Tech Talks. Wir sind heute in der schweizerischen Gemeinde Tägerwilen, die liegt gleich am Bodensee im schönen Kanton Thurgau. Ich bin umgeben von Obstbäumen und überhaupt einer wunderschönen Landschaft und das ist das Zuhause der Firma Ammann Components. Hier sind alle richtig, die hochpräzise Bauteile suchen, die allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügen sollen. Insbesondere werden hier Komponenten gefertigt aus Stahl und Aluminiumlegierung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Markus Halder. Er ist Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung. Mit ihm tauche ich ein in die Welt der Ammann Components. Ja, und da ist Markus Halder. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen, Michael. Es freut mich natürlich auch, dass wir euch empfangen dürfen in unserem Hause hinsichtlich dieses tollen Anlasses der Inbetriebnahme der neuen Starrag Heckert H75. Da sprechen wir nachher drüber. Jetzt gehen wir ganz kurz zurück in der Geschichte. 1732, die erste Erwähnung von Ammann Components, also ein Unternehmen mit viel Tradition, vereint mit Know-how. Aber was macht die Ammann-Firma genau? Ja, wir haben eine kontinuierliche Unternehmensentwicklung hinter uns. Wir sind strategisch ausgerichtet als Systemlieferant für mechanisch bearbeitete Komponenten. Das heißt, wir stellen Dreh- und Frästeile vornehmlich her und Schweißbaugruppen, wobei wir Frästeile großteils aus formfallenden Bauteilen herstellen und im Seriengeschäft, in der Serienproduktion tätig sind. In welcher Branche sind eure Kunden? Wir sind recht gut diversifiziert, das heißt breit aufgestellt. Wir beliefern Branchen wie den klassischen Maschinenbau, das sind Roboterstrukturteile beispielsweise. Wir beliefern die Landmaschinentechnik, Bahn-, Weichen-, Gleisbau. Auch Wehrtechnik gehört seit langer Zeit zu unserem Portfolio. Die Geschichte hat 1732 begonnen mit 4 Mitarbeitenden. Heute sind es ungefähr 50 auf einer Produktionsfläche von rund 5000 Quadratmetern. Mit welcher Vision arbeitet ihr hier in Tägerwilen? Ja, schlussendlich ist unsere große Vision, das traditionelle Lieferanten-Kunden-Verhältnis aufzubrechen und hin zu einer strategischen Allianz mit unseren Kunden zu kommen. Das bietet sich dadurch, dass wir für unsere Kunden unersetzbar sein wollen hinsichtlich des Know-hows, was wir bieten. Komplexe Produkte brauchen auch entsprechende Produktionsanlagen. Was ist euer Anspruch an euren Maschinenpark? Ja, Sie sagen es ganz richtig. Wir haben als Daseinsberechtigung in einem Hochlohnstandort Schweiz natürlich den Anspruch, wir produzieren hochwertige Produkte, hochgenaue Präzisionskomponenten. Dementsprechend brauchen wir auch hochqualitative Produktionsmittel, um diese Qualität einhalten zu können. Sie haben kürzlich in eine Heckert H75 investiert. Das ist ein hocheffizientes Vierachsbearbeitungszentrum. Welche Teile bearbeiten Sie dort? Vornehmlich werden gerade auf diesem neuen Bearbeitungszentrum die genauesten Bauteile produziert, die wir eigentlich im Portfolio haben. Das heißt, wir produzieren dort Getriebegehäuse mit höchsten Ansprüchen an Form- und Lagetoleranzen am Rande des Machbaren auf der einen Seite und auf der anderen Seite Fahrwerkskomponenten aus hochfesten Werkstoffen oder aber auch beispielsweise Einspritzgehäuse für Injektoren, die auf Schiffsmotoren beispielsweise Einsatz finden. Was hat Sie an diesem Maschinenkonzept so überzeugt, dass Sie sich für diese Heckert H75 entschieden haben? Schlussendlich haben wir mit der Marke Starrag Heckert jahrzehntelange Erfahrung. Das heißt, vornehmlich haben wir uns selbstverständlich wieder bei dem Altbewährten orientiert. Andererseits suchen wir natürlich für unseren Nutzen immer das Optimum heraus und haben dann in der Baureihe H75 die passende Maschine für dieses Bauteilportfolio wirklich finden können. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, erst wenn es perfekt ist, sind wir zufrieden. Das ist also das Credo bei Ammann. Werden die Heckert-Maschinen diesem Anspruch gerecht? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, selbstverständlich werden sie dem Anspruch gerecht. Auch die Erfahrung der Jahrzehnte zeigt, dass sie immer unsere Anforderungen erfüllen konnten. Und auch dieses neue Bearbeitungszentrum hat schon im Testlauf und in der Maschinenfreigabe gezeigt, was es kann. Auch die Starrag verspricht Ihren Kunden nur das zu liefern, was sie wirklich wissen und das natürlich zu perfekten Bedingungen. Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit mit Starrag?
Die Zusammenarbeit mit Starrag-Heckert ist schon wirklich auch eine strategische Zusammenarbeit. Das ist auch das, was wir versuchen auf beiden Seiten zu entwickeln. Einerseits mit den Lieferanten und andererseits auch mit den Kunden. Nur eine langjährige Zusammenarbeit bietet eine Win-Win-Situation für die gesamte Wertschöpfungskette. Ich habe ein anderes Zitat von Ihnen gefunden, und zwar lautet das: Aufgrund der globalen Wettbewerbssituation wird das Entwickeln strategischer Partnerschaften in der Wertschöpfungskette immer wichtiger. Die Partnerschaft mit Starrag, die besteht seit vielen Jahren. Was bedeutet sie für euch? Für uns ist es extrem wichtig, dass wir uns auf Partner verlassen können. Und schlussendlich bei uns im operativen Geschäft, in der Schichtarbeit, müssen wir eine hohe Maschinenverfügbarkeit gewährt haben. Das heißt, wenn auch mal was ist, dass man füreinander einsteht und auch die Versprechen, die man den Kunden und Lieferanten gibt, auch einhalten kann. Das heißt, wenn bei uns eine Maschine stehen bleibt, dann erwarten wir von Starrag-Heckert, dass wir dort schnell Unterstützung bekommen, sodass wir wiederum unser Versprechen einlösen können und unsere Kunden wiederum schnellstmöglich bedienen können. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick in dieses schöne Familienunternehmen. Wir wünschen weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ja, Michael, es hat mich auch sehr gefreut. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über ein schönes Like. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.